PVA TEPLA ist ein mittelständischer Lösungsanbieter für Hightech-Anlagen und Messtechnik. Unsere Kunden sind international, hauptsächlich im Halbleiterbereich tätig, aber natürlich in allen Hightech-Märkten unterwegs. Sei es jetzt Wasserstoffmobilität, Batterietechnologie, Energiespeicherung. Aber natürlich der große Treiber bei PVA ist immer schon gewesen Halbleiter. Die PVA Crystal Growing Systems konstruiert und entwickelt seit über 60 Jahren Anlagen, welche für die Herstellung von hochreinen Monokristallen verwendet werden. Wir setzen hier zum Beispiel den SV 4200 ein, um eben die Kühlwasserflüsse präzise überwachen zu können. Dabei kommt es zum einen darauf an, dass die Temperaturen in unseren Kühlwasserkreisläufen konstant gehalten werden und eben auch, dass unsere Teile, die zum Beispiel von außen hin berührbar sind, oder unsere Schläuche keine zu hohen Temperaturen gefahren, damit dort keine Gefahr für Anlagenteile oder eben für Menschen entstehen. Dann setzen wir die IO-Link Master ein, um eben unsere Sensoriken mit zusätzlichen Werten abfragen zu können, die wir dann weiter an übergeordnete Systeme reichen können. Und haben wir den AL1202 im Einsatz, der eben mit den anderen Sensoren, wie zum Beispiel auch der Dreisegment-Signalleuchte, zusammenarbeitet und wo wir hier eben alle prozesstechnischen Informationen erhalten. Wir befinden uns hier bei dem Dienstleister der PVA Löt- und Werkstofftechnik. Wir bieten Sonderfügeverfahren an in Anlagen, die unsere Schwester, die PVA IVS GmbH, bauen. In dem Falle sind es Diffusionsschweißanlagen. Das Diffusionsschweißen ist ein sogenanntes Festkörperfügeverfahren, wo wir in der Lage sind, Bauteile im festen Zustand miteinander zu verbinden. Die Produkte, die wir hiermit fügen können, erfüllen höchste Ansprüche auf Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit. Um diesen Prozess des Diffusionsschweißens zu ermöglichen, ist es wichtig, dass über die gesamte Prozessdauer enge Rahmenbedingungen herrschen. Diese Rahmenbedingungen können damit eingehalten werden, dass wir Prozessgrößen wie Temperatur, das Vakuum, die applizierte Kraft und weitere in engen Rahmenbedingungen vorhalten können. Um sicherzugehen, dass auch die Anlagensicherheit über die gesamte Prozessdauer gewährleistet wird, sind die Durchflusswächter von IFM ein inhärenter Bestandteil. Sie überwachen sämtliche wassergekühlten Bereiche und können so sichergehen, dass die eingesetzten Materialien in ihrem Prozessfenster gehalten werden. Im Umgang mit den Strömungswächtern von IFM ist die einfache Bedienbarkeit und die Übersichtlichkeit hervorzuheben. Es wird auf den ersten Blick klar, in welchem Zustand sich dieser Kühlkreislauf befindet. Zusätzlich können wir auch alte Anlagen, die damals noch nicht mit diesen Sensoren ausgerüstet waren, Plug and Play nachrüsten. Digitalisierung ist uns auf jeden Fall sehr wichtig, gerade hier bei diesen Anlagen, welche in hoher Stückzahl in den Fertigungshallen stehen. Da arbeiten wir an Konzepten wie Predictive Maintenance, welche dann dem Nutzer schon einen frühzeitigen Hinweis geben, wo bald eine Wartung ansteht oder wo vielleicht ein anormales Verhalten im Prozess auftritt, damit die Anlage über einen langen Zeitraum sicher betrieben werden kann. Bei unseren Langzeitprozessen ist es uns natürlich sehr wichtig, dass die Produkte, die wir einsetzen, qualitativ sehr hochwertig sind und wir uns auf diese verlassen können. Und mit IFM haben wir da jetzt schon über sehr viele Jahre sehr gute Erfahrungen gesammelt, dass die Sensoren auch im Langzeitbetrieb sehr robust und zuverlässig arbeiten. Und auch bei neuen Lösungen kann man immer im direkten Austausch mit IFM zusammenarbeiten und hat da ein sehr gutes, zeitnahes Feedback zu allen Problemen, die wir bisher hatten.